Einen wundervollen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Express. Heute mit einem ganz besonderen Thema, den infamous Get-Parametern. Nein, eigentlich haben wir jedes Mal ein ganz besonderes Thema, aber egal. Wir haben eine weitere Möglichkeit für euch, und zwar, wie ihr Daten vom Frontend ans Backend bekommen könnt. Diese Get-Parameter, die kennt ihr auch schon. Und dazu mal vielleicht einfach kurz in diesem einzelnen Browserfenster, was ihr gerade offen habt, einfach mal nachgucken, was ihr da drin stehen habt. Ja? Da seht ihr solche Get-Parameter. Und lasst mich das mal ganz kurz zeigen. Wir haben ja schon kennengelernt, wenn wir hier User und zum Beispiel Morpheus dann eingeben, ja, da habe ich mich schon direkt falsch geschrieben, das ist ja eine Variable hier. Das haben wir kennengelernt als die Variable mit dem Doppelpunkt in den Routen drin, ja, das sehen wir hier, dieses Doppelpunkt Channel Name. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um Informationen zu übertragen. Wir haben über Postman gesehen, wie wir eigentlich hier mit arbeiten sollen, also wie wir quasi mit Post über Daten übermitteln können. In dem Fall haben wir das einfach nicht implementiert, aber wir können so tatsächlich auch Informationen übermitteln. Und jetzt geht es noch um die Get-Parameter. Get-Parameter stehen hinter einer Route, also sowas wie User und dann Fragezeichen, und hier kommen dann irgendwelche Sachen, also sowas wie einzelne Nachrichten, Nachricht ist gleich ABC. Sowas zum Beispiel ist ein Get-Parameter und der ändert nichts an eurer Route. Der gehört offiziell gar nicht mal zum Routing dazu. Aber ihr könnt so natürlich trotzdem Informationen bekommen. Das heißt, ihr habt hier 3 Informationsquellen sozusagen, eigentlich noch deutlich mehr, aber 3 Informationsquellen, die ihr hauptsächlich erstmal kennengelernt habt. Und zwar die Route an sich natürlich, beziehungsweise die Parameter innerhalb der Route sind natürlich wichtige Informationsquellen. Wir haben die Bodies im Post, ja, also diese Post-Request-Sachen hier. Und wir haben jetzt die Get-Parameter. Und die Get-Parameter sind die unsichersten, okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Hier oben darf nicht irgendwie drinstehen, Password ist gleich ABC. Das wäre absolut katastrophal, denn diese Informationen, die kann jeder lesen. Das heißt, jeder, der die URL hat. URLs werden sehr gerne geteilt. Manche Menschen oder die meisten Menschen achten einfach nicht darauf, was in der URL drinsteht, sondern sie kopieren sie einfach nur. Wenn da das Passwort in der URL drinsteht, ist das ein Super-GAU. Das geht gar nicht. Auf der anderen Seite hat man aber auch natürlich auf seinem System sowas wie Logs, ja. Und diese Logs sollten auch keine sensiblen Informationen, die man nicht mehr auf dem Server speichert, wie Passwörter, beinhalten. Dementsprechend keinesfalls für irgendwelche sicheren Sachen benutzen, das ist ganz, ganz schlimm. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel von irgendwelchen Nachrichten reden, die halt relativ, unnötig sind, also einfach sowas wie, ey, welche ID hat man oder ein JSON-Web-Token oder, all diese Sachen kann ich tatsächlich hier über die Route übermitteln. Beziehungsweise nicht über die Route, sondern über die Get-Parameter. Und hier kommt es jetzt natürlich drauf an, wie lese ich die Dinger dann am Ende aus. Und dazu gehe ich mal ganz kurz hier rüber zu der Routing-Seite und wir nehmen tatsächlich jetzt einfach mal hier oben die Slash-Route, also wirklich die Root-Route. Und packen uns das so hin, hier Fragezeichen, Message ist gleich ABC, und wir wollen das jetzt hier auslesen, wir wollen diese Message da noch mit rein printen, ja, das heißt, wir wollen hier erstmal den Request auslesen, und ihr findet diese Informationen über request.query direkt eigentlich wieder. Ihr müsst nur wissen, wie diese Variablen heißen, die ihr auslesen wollt. In unserem Fall ist das die Message, dementsprechend wollen wir .message auslesen. Und die zum Beispiel dann einfach hier noch mit reinprinten. Ja? Das heißt, hallo, get, nicht home, sondern wir nehmen hier direkt die Message mit rein. So. Und hier wollen wir dann die rec-Message drin haben. Okay, so, und wenn wir das jetzt haben hier, dann sehen wir hier, wir kriegen direkt hier das ABC ausgegeben. Das ist mein Get-Parameter und ich kann hier reinschreiben, was ich möchte. Das wird immer ausgegeben werden, ja. Das ist jetzt schon mal eine tolle Möglichkeit, um hier reinzukommen. Wir sehen aber auch gleichzeitig im Body, ist natürlich dieses Ding direkt drin, ja. Das heißt, wir müssen hier auch gleichzeitig ein bisschen vorsichtig sein. Denn das ist theoretisch gesehen direkt eine Schwachstelle, weil ich hier Cross-Site-Scripting mitmachen kann. Das heißt, was ich hier machen könnte, ist, wenn ich mir
zum Beispiel direkt dieses kleine JavaScript hier kopiere, ja, und mir hier oben reinschreibe und das dann hier ausführe, dann, gut, okay, in dem Fall mit der Nonce nicht, die Nonce muss da raus. Machen wir nochmal ganz kurz und fügen das hier mal ein. So, und die Nonce natürlich raus. So, und dann habe ich hier direkt ein JavaScript drin. Wie gesagt, das wird jetzt hier, also das wäre tatsächlich Cross-Site-Scripting, ein aktiver Cross-Site-Scripting-Angriff, der nicht stattfinden kann, weil wir hier wieder einmal diese wunderschöne Security-Richtlinie von Helmet haben. Grundsätzlich müsst ihr aber vorsichtig sein mit dem, was ihr hier einfach wieder ausgebt. Ja, das ist die Nachricht, die ich euch geben möchte. Also nicht einfach gedankenlos wieder hergehen und sagen, hey, ich gebe einfach alles aus, was da in den Get-Parametern steht. Das ist nämlich eine Sicherheitslücke. Aber was ich hier eben zeigen wollte ist, um nochmal auf das eigentliche Thema rauszukommen, ihr könnt hier über Hallo Get Home schon mal direkt quasi diese ganzen Variablen hier verarbeiten. Also in unserem Fall diese rec.query.message können wir wirklich irgendwie verarbeiten. Also wir können das Ding überprüfen, ob das jetzt in Ordnung ist, ob das Fail ist, ob das irgendwas ist. Warum brauchen wir das? Nun überlegen wir doch mal. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, eine Login-Seite haben und man hat einen falschen Usernamen und Passwort eingegeben. Jetzt mal nur so rein hypothetisch. Das heißt, wir sind hier drüben und wir haben etwas eingegeben. Also wir haben Username, Passwort eingegeben und wir werden redirected von unserer Express-App auf diese Login-Seite mit der Message, Achtung, dein Passwort ist falsch. Ja, dann wissen wir als User noch gar nicht, was da genau passiert ist, aber wir sind schon auf der richtigen Seite dafür. Und das Problem ist, das Backend weiß es ja auch nicht. Denn normalerweise kommt ja der Post-Request woanders hin. Okay, ich illustriere das nochmal ganz kurz. Also, der Benutzer loggt sich auf dieser Seite hier ein. Ja, auf der Hallo Get Home Seite loggt er sich ein, beziehungsweise sendet er seine Daten ab. Daraufhin wird ein Post-Request, weil man Passwörter niemals über Get verschicken darf, wird ein Post-Request an eine URL, zum Beispiel Login, verschickt. Die akzeptiert aber natürlich nur Post, sprich der Browser kann da gar nicht drauf zugreifen. Der kann ja dort keine Daten in dem Sinne angeben. Dann wird man wieder zurück umgeleitet auf unsere Startseite mit der Nachricht, ey, falsches Passwort. Und jetzt muss ich mir irgendwie als Backend ja merken oder muss ich irgendwie bemerken, dass derjenige ein falsches Passwort eingegeben hat. Das kann ich natürlich auch im Frontend machen, ja. Aber im Backend ist es auch nicht verkehrt, wenn man das weiß oder wenn man es zumindest wissen kann. Und dementsprechend müsste ich mir das irgendwie übertragen. Denn HTTP bzw. jegliche API-Sachen sind allesamt zustandslos erstmal. Ich kann mir nicht merken, ob der Befehl von gerade eben oder der Aufruf von gerade eben ohne oder irgendwie dazu geführt hat, dass derjenige sich nicht einloggen konnte. Das kann ich mir nicht merken, das sollte ich mir auch nicht merken müssen, denn ansonsten kann man mich relativ schnell lahmlegen, wenn man einfach genug Aufrufe schickt. Okay? Das heißt, ich darf mir nicht merken, ob derjenige gerade ein falsches Passwort eingegeben hat, sondern muss ihm das mitteilen, damit er sich das bei sich angucken kann. Auch wenn er sich erfolgreich eingeloggt hat, muss ich ihm das mitteilen, damit er die richtigen Daten bekommt und damit ich es mir später auch wiederholen kann. Das heißt, ich kann mich hier drüben nicht merken, ob ein User sich vor 10 Aufrufen mal irgendwann eingeloggt hatte. Also ich habe ja hier dieses, wo ist das? Dieses Authenticate User, ja. Das ist tatsächlich nur für diesen einen Aufruf gültig. Das heißt, wenn derjenige nicht jedes Mal sein Passwort mitschickt, oder sein Token mitschickt, wo wir schon beim Thema wären, dann habe ich hier das Problem, ich kann nicht sagen, ob derjenige sich wirklich authentifiziert hat oder nicht. Ich kann nicht wissen, ob er sich eingeloggt hat oder nicht. Und das ist das große Problem an der Sache. Ich muss es mir irgendwie speichern, aber ich darf es nicht bei mir speichern. Also es gibt Sessions, ja, aber traditionell gesehen muss ich es irgendwie beim User speichern, damit der das beim nächsten Aufruf wieder mitschicken kann. Es ist sozusagen wie eine gesammelte Information in Ping-Pong, damit ich nicht mir merken muss, dass irgendwas passiert ist. Und genau dasselbe ist im Endeffekt mit diesen Get-Parametern. Ich kann mir nicht merken, oder ich darf mir nicht merken, wir machen das hier nochmal ganz kurz zurück, wir machen einfach mal hier einen console.log draus.
weil ich gerade euch nichts Passendes dazu zeigen kann. Ich kann mich hier nicht merken, also dauerhaft merken, ob der User sich erfolgreich eingeloggt hat. Denn der nächste Befehl könnte von einem völlig anderen User kommen. Und dementsprechend muss ich das zum Beispiel mit übergeben. Ich muss ihnen das mitteilen, also zum Beispiel dem Frontend das mitteilen und Get-Parameter setzen. Ich kann es aber über die Get-Parameter auch auslesen und so weiter und so fort. Achtung, Get-Parameter können auch vom User natürlich manipuliert werden. Das heißt, wenn ich hier die Möglichkeit habe, Login gleich false zu schreiben, also quasi ich als Backend sage, ja, du hast dich mit dem falschen Passwort eingeloggt und da steht einfach nur Login gleich false, dann darf hier höchstens irgendwie eine Nachricht kommen von wegen, ja, es sieht nicht so toll aus. Also gerade für Server-Side-Rendering ist das natürlich super, super wichtig, dass wir es wissen, ob er sich jetzt erfolgreich eingeloggt hat oder nicht. Wenn er allerdings hier von Hand hergeht und Login auf True setzt, dann darf sich das nicht verändern. Dann darf hier nichts irgendwie dazu führen, dass er sich trotzdem einloggt oder sowas. Das darf nur für mich ein visuelles Feedback sein, okay? Login zu überprüfen ist eine andere Geschichte, da kommen wir aber auch noch drauf. Also jetzt, das war eher so ein Labervideo, wo ich quasi so drumherum ein bisschen das Ganze zeige. Der eigentliche Befehl ist sehr, sehr simpel und zwar rec.query.msg, ja, oder .message in meinem Fall. Wobei Message in meinem Fall jetzt natürlich gar nicht mehr definiert ist. In diesem Fall wäre es jetzt gerade Login, also es muss immer so heißen wie euer Get-Parameter hier oben. Also in dem Fall ist es jetzt eben True. Okay, ja, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.